Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Cost of Living Video. Hier erfährst du, mit welchen Kosten du auf Koh Samui rechnen musst und was wir in 4 Wochen ausgegeben haben. Wir haben wieder mal alle Kosten akribisch dokumentiert, ausgewertet und in Kategorien unterteilt. Wir fangen direkt an mit den SIM-Karten und seit wir in Thailand sind wir beim Anbieter AIS, sind auch sehr zufrieden. Wir haben eine SMS bekommen mit einem super Angebot und jetzt ist es so, dass jeder von uns 50 GB Datenvolumen hat und insgesamt zahlen wir dafür nur 10,54 €. Ja, jetzt kommen wir zum Transport. Also wir sind von Jakarta über Singapur nach Koh Samui geflogen und dann haben wir uns vom Airport aus ein Taxi geholt zum Hotel. Das hat gekostet 12,96 €. Dann haben wir uns einen Roller gemietet für insgesamt 29 Tage. Das hat dann 184,41 € gekostet. Und dann kamen noch die Kosten fürs Parken und Tanken dazu. Und insgesamt waren es dann 208,17 €. Jetzt kommen wir zur Laundry, also der Wäsche. Wir haben unsere Wäsche immer bei uns im Hotel abgegeben. Das war relativ günstig, das hat 60 Baht das Kilo gekostet. Und insgesamt ausgegeben haben wir 17,56 €. Ja, und was wäre ein Urlaub auf Koh Samui ohne Ausflüge? Und der größte Batzen dabei war die Tour mit Get Your Guide zum Angthon Marinepark. Da haben wir 63 € für beide ausgegeben. Dann haben wir noch die Tour gemacht zur Pig Island inklusive Schnorcheln. Das waren 42,15 €. Und dann haben wir noch ein paar kleinere Ausflüge gemacht. Und insgesamt kommen wir auf einen Betrag von 140,72 €. Jetzt geht es um die Einkäufe. Also wir hatten einen großen Lotus bei uns um die Ecke und den 7-Eleven. Und ja, dort waren wir häufiger einkaufen. Wir haben oft im Hotel Müsli gemacht morgens. Das heißt, wir haben dann im Lotus Müsli gekauft, Milch, Saft oder auch Käse, Salami, Brot und so weiter. Und dann waren wir noch mal in der Apotheke gewesen oder haben uns mal eine Sonnenbrille gekauft und Getränke. Und insgesamt ausgegeben haben wir 280,04 €. So, jetzt geht es um die Getränke, die wir zwischendurch immer mal wieder konsumiert haben. Das heißt, es waren sehr häufig Eiskaffees, gerne im 7-Eleven oder in irgendwelchen anderen Cafés, Wasser, Fruchtshakes oder das ein oder andere Bier zwischendurch. Insgesamt haben wir für die Getränke 100,94 € gezahlt. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Posten, dem Essen. Also jeder weiß ja, dass das Essen in Thailand sehr gut ist und auch sehr günstig. In der Regel, auch in Lamai kann man noch günstig und gut essen. Wir waren ganz häufig zum Beispiel in der Lotus Eatery. Auch total gutes Essen für einen richtig guten Preis. Oder wir waren mal am Tagmarkt essen in Lamai, das war auch total super. Oder am Nachtmarkt. Ab und an haben wir auch mal bei Crab Food bestellt. Ich würde sagen, wir haben so kann man schon sagen, zu 90% Thai-Essen gegessen. Hin und wieder dann doch mal was Westliches, mal eine Pizza oder ein Sandwich. Und insgesamt haben wir ausgegeben 304,87 €. Jetzt kommen wir zum größten Posten, und zwar die Unterkunft. Wir hatten ein richtig schönes Hotel in Lamai, ein kleines bisschen außerhalb, circa 2 Kilometer vom Strand. Hatten einen schönen Pool, es war super sauber da, tolles Personal. Wir konnten da auch unseren Roller mieten oder die Wäsche waschen lassen. Also alles in allem eine runde Sache. Wir hatten tägliche Zimmerreinigung, haben immer Wasser bekommen, also einwandfrei. Und ja, es war ja Monat September und man muss sagen, wir haben da echt einen richtig guten Schnapper gemacht. Wir haben die Unterkunft circa 4 Wochen vorher gebucht und waren sehr zufrieden insgesamt. Und tatsächlich bezahlt haben wir nur 521,40 € für 30 Nächte. Ja, das waren jetzt die reinen Lebenshaltungskosten hier auf Koh Samui. Und auf vielfachen Wunsch unserer Zuschauer haben wir uns jetzt überlegt, dass wir auch noch die Reisekrankenversicherung mit reinnehmen, weil
Das müssen wir ja so oder so bezahlen, haben wir also in Deutschland auch schon klar gemacht für unseren ganzen Aufenthalt. Und pro Monat zahlen wir bei der Hanse Merkur zusammen 150 €. So, dann kommen wir jetzt zum Endergebnis. Also insgesamt ausgegeben haben wir 1.734,24 €. Damit sind wir sehr zufrieden. Wir finden, das war echt eine gute Sache. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Preis für 30 Tage Koh Samui. Immerhin befindet man sich auf einer Insel und Inseln sind ja im Allgemeinen etwas teurer. Aber wir konnten diesen Preis tatsächlich nur erreichen, indem wir halt wirklich dieses sehr günstige Hotel hatten. Also auch kein Apartment oder so. Also für einen Hotelpreis war das echt top. Von daher sind wir sehr zufrieden und ja, können uns nicht beschweren. Ja, nach Java ging es ab nach Koh Samui. Das hatten wir auch mal nötig. Wir brauchten mal ein paar coole Insel-Vibes. Hatten schon vorher nach Hotels geschaut, haben dann gesehen, dass wir da einen echt guten Schnapper machen können. Ja, Koh Samui im September ist doch um einiges günstiger wie jetzt in der Hochsaison, Januar, Februar oder Dezember. Außerdem ist der Vorteil im September auf Koh Samui, man kann schön der Regenzeit hier, die in Thailand herrscht, schön entfliehen. Wir hatten Top-Wetter, ab und zu hat es mal geregnet, aber also kann man auf jeden Fall empfehlen. Und ansonsten, ja, Koh Samui ist schon relativ teuer. Ich sag mal Taxis und Grab und auch wenn man am Strand ist oder manche Lokale, die hauen schon gut rein bei den Preisen. Aber wenn man weiß wie und wenn man wirklich in die Local-Restaurants geht, wo auch die Einheimischen essen, dann bekommt man auf jeden Fall ein richtig gutes Essen, immer noch zwischen, sag ich mal, 60 und 100 Baht. Deswegen sind wir zufrieden mit den Gesamtkosten. Auf jeden Fall. Und am Schluss haben wir noch eine Woche dran gehängt, waren noch an der Westküste, wollten uns das auch mal noch anschauen und insgesamt hatten wir eine gute Zeit. Und ja, und wir hoffen, dass diese Infos für dich hilfreich waren und schreib gerne was in die Kommentare. Und falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Abo freuen und ein Like und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao! Mach's gut, ciao!